Willkommen bei Wonderworks Podcast, dem Ort, an dem Frauen ihre Stimme erheben, Geschichten erzählen und gemeinsam wachsen. Ich bin Sala Puschnik, Frau, Mutter, Hebamme, Mentorin und Wegbegleiterin für Frauen. In diesem Podcast sprechen wir über Mutterschaft, Weiblichkeit, Körperbewusstsein und die Kraft, die in jeder von uns wohnt. Über die Magie, die uns Frauen ausmacht. Hier erwarten dich tiefgreifende Gespräche, ehrliche Einblicke und Inspiration für deinen Weg als Frau. Egal, ob du gerade am Anfang stehst oder dich mitten in deiner Reise befindest. Also lehn dich zurück, atme tief ein und tauche mit mir ein in die Welt von Wonderworks. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere unseren YouTube-Kanal und hinterlasse eine Bewertung. So hilfst du uns, die Stimme und die Magie von uns Frauen weiterzutragen. In diesem Podcast tauchen wir ein in die inspirierende Welt von Silke, einer Frau mit einem großen Herzen und einer klaren Mission. Als leidenschaftliche Ehefrau, Freundin und nun auch als Mutter lebt sie ihre Überzeugung mit jeder Faser ihres Seins. Ihr Engagement im Sozialbereich macht sie zu einer echten Alltagsheldin, die zeigt, dass Mitgefühl und Menschlichkeit die Welt verändern können. Begleite uns auf die Reise, in der Silke offen über Erfahrungen, Herausforderungen und die schönen Seiten des Lebens spricht, von der Arbeit mit Menschen bis hin zur tiefer Erfüllung der Mutterschaft. Eine ehrliche, berührende und motivierende Podcast-Reihe über das, was wirklich zählt. Liebe Silke, großartig, dass du heute mit mir da am Sofa sitzt und dein Gold, was du in dir trägst, mit der Welt da draußen teilen möchtest. Und dich würde ich als erstes gerne fragen, wann hast du in deinem Leben für dich gemerkt, dass du gerne auch Mutter sein möchtest in deinem Leben? Also danke für die Einladung. Es ist wirklich so schön, auch dort zu sitzen. Sehr, sehr früh. Also ich komme aus einer sehr großen Familie. Ich habe 6 Geschwister. Welcher bist du der Reihe nach? Ja, in der Mitte, also vom Alter her in der Mitte und die drittjüngste. Und jetzt könnte man sagen, eigentlich kann es auch ein Grund sein, dass man keine Kinder haben möchte, weil es ist halt manchmal auch sehr chaotisch und laut. Aber tatsächlich schon wirklich ganz früh, also ich glaube so mit 14, 15 war mir so klar, so Mama sein und Kinder haben und die begleiten, weil die auch alle so unterschiedlich sind, das will ich unbedingt. Also das war ganz früh und ich kann mich erinnern, wir haben dann im Matura-Jahr so einen Brief an unser zukünftiges Ich geschrieben. Ja. So spannend, ja, was so in 10 Jahren passieren wird. Ganz viel hat überhaupt nicht gestimmt, aber es war trotzdem auch da so, ich möchte Mama sein. Das war irgendwie so ganz tief in mir drinnen schon. Sehr früh. Und wie präsent oder nicht präsent war das dann im Laufe deines Lebens? Es war immer so, also es hat sich immer durchgezogen. Es war immer so ein roter Faden. Also ich habe jetzt ganz lange keinen Druck verspürt, aber das war immer so, das wird irgendwann kommen und das wird gut sein. Und das hat mir aber schon auch, an Grenzen gebracht, auch in Beziehungen, weil ich dann schon auch die Erfahrung gemacht habe, dass ich einfach mich in jemanden verliebt habe, der kein Kind haben wollte. Und also das war, glaube ich, so für mich die erste riesengroße Challenge in meinem Leben, dass man sich von jemandem verabschiedet, den man liebt. Also wo man eigentlich weiß in dem Moment, ja, das reißt das Herz raus, aber das andere war viel stärker. Und das hat mich auch echt an persönliche Grenzen gebracht, weil ich mir immer gedacht habe, ist das egoistisch? Also ist es egoistisch zu sagen, ich lasse jetzt einen Menschen gehen, der mir so wichtig ist, weil dieser andere Wunsch, also weil ich den einfach aus mir innerlich so spüre und nicht wegkriege. Und das war schon eine Krise. Also das war, kann ich mich erinnern, das war hart. Ja. Das berührt mich eigentlich total. Es berührt mich total, weil es eigentlich heißt, dass man in Liebe, aber eigentlich aus Liebe zu sich selbst
und zum eigenen Weg, den man in sich, den man als Seele eigentlich spürt, eine Entscheidung trifft, die weh tut, und trotzdem ist es ein Ja zu sich selbst und auch Vertrauen, weil es ja nicht selbstverständlich, dass es dann jemanden geben wird im Leben, wo genau dieser Wunsch vielleicht in Erfüllung gehen kann. Genau. Und das habe ich, glaube ich, damals auch gar nicht so sehen können, aber dass auch das Vertrauen da war, dass die Version, die ich dann auch sein werde, genau die richtige ist. Weil natürlich im Nachhinein habe ich dann auch schon gemerkt, okay, das war ganz toll, wie dieser Weg, dieser Mensch mit mir gegangen ist, aber auch ohne diesen Kinderwunsch, das hätte dann irgendwann geendet. Das weiß man ja nicht. Gell? Das ist ganz spannend, aber dieses Thema war es dann wirklich und es tut voll weh. Also das ist wirklich was, in dem Moment kriegst du keine Luft, weil du denkst, mache ich eigentlich jetzt das Richtige, dass ich mich und meine Wünsche da vorne wegstelle. Und ich habe mir echt viel anhören können von außen. Also entweder sei es, dass Personen gesagt haben, boah, was machst du da, das kannst du nicht machen, das wird doch schon werden, der wird doch irgendwann schon Kinder haben wollen. Und ich habe immer gewusst, na, so will ich das nicht. Gell? Also wenn möchte ich einen Menschen finden, der das genauso empfindet wie ich und nicht überredet werden. Oder jemand hat immer gedacht, das dir einen Gefallen machen. Genau. Also ja, was ist das auch für dieses Kind dann, was? Das habe ich mir immer gedacht, wenn du nicht, ja, weil ich das einfach auch selber vielleicht ein Stück weit kenne. Gell? Und ja. Es berührt mich sehr und erinnert mich an einen Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich war ein Jahr nach der Matura in Spanien und habe so ein Auslandsjahr gemacht. Ich habe gewusst, ich will weggehen und war damals mit dem Mann meiner Kinder schon zusammen, aber wir wussten nicht, was da passieren wird, und es hat definitiv noch einen anderen Mann in meinem Leben gegeben, der mich sehr berührt hat in meinem Leben, den ich auf Reisen getroffen und kennengelernt habe und wo immer so ein bisschen war, dass ich glaube, dass er ein bisschen gewartet hat auf mich, zwar auf einem anderen Kontinent. Und als ich zurückgekommen bin aus Spanien, habe ich die beiden Human Beings noch einmal da beieinander gehabt, weil der andere Mann war ein Australier und der ist da gelandet und wollte mich besuchen auch. Und es war für mich schon so, also hinschauen, Sala, wer bist du? Da sind dann zwei Menschen, die du sehr gerne hast. Und welche Entscheidung triffst du jetzt für deinen weiteren Schritt, für deine Verkörperung in diesem Leben eigentlich? Und beide haben ganz einen besonderen Platz in meinem Herzen gehabt. Und als ich dann meinen Freund aus Australien am Flughafen abgeholt habe, habe ich in dem Moment gewusst, ich muss jetzt mein Herz einfach zumachen, weil und für mich diese Entscheidung treffen, weil ganz viele Bilder in meinem Kopf darüber da waren, dass ich mich mit Kindern gesehen habe und dann mein Ex-Partner auch mit Kindern und mit mir gesehen habe. Und ich gewusst habe, okay, das ist jetzt so ein Schlüsselmoment in meinem Leben, da muss ich eine Entscheidung treffen. Und ich werde dadurch jemanden verletzen. Und ich habe dann den Freund aus Australien, Boto heißt er, Scott eigentlich, so verletzt, dass er sich nie wieder gemeldet hat. Ich meine, später habe ich ihn wieder gefunden. Aber ich habe für mich echt atmen müssen und wissen, das war eine bewusste Entscheidung. Nein, Sala, das spürt sich jetzt für deinen Seelenweg richtig an und du musst diese Entscheidung treffen. Du kannst nicht niemanden verletzen. Das geht sich einfach nicht aus. Und das kommt jetzt noch einmal sehr hoch, wenn du jetzt deine Geschichte erzählst. Voll schön. Und dieses Vertrauen haben, dass es richtig ist in dem Moment, mit allen Umständen, mit denen halt ist. Und auch so schmerzhaft es ist. Also das ist ja, es tut dir wirklich weh. Ja. Das heißt, dass du in deinem Leben immer wieder, egal was auch immer, versucht hast, zu hören, zu spüren, wer bist du, was macht dich aus und was brauchst du, was braucht deine Seele für den nächsten Schritt in deinem Leben. Genau. Und wie lange hast du dann stark vertrauen müssen, dass es dann einmal diese Situation in deinem Leben geben wird, dass du auch
diese Rolle als Mama einnehmen wirst können? Also nach dieser Trennung, ich glaube, es waren schon 5, 6 Jahre. Und ich habe so wachsen dürfen, also als Person, als Frau, weil das ist ja also spannend, gell, wenn man so verliebt ist in jemanden, dann und so jung auch verliebt ist, finde ich, dann vergeht man fast dem anderen ein bisschen. Also dann wieder irgendwie herauszufinden, wer bin ich denn überhaupt? Und ich kann mich noch erinnern, so Sachen zu machen, wie die Mechanikergeschichten selbst auszumachen, weil dann hat man ja so fixe Aufteilungen in einer Beziehung, oder irgendwas selber auszuwechseln und aber auch zu schauen, mag ich die Filme eigentlich, die wir immer geschaut haben, wirklich? Oder was? Also das waren wirklich so ganz, ganz konkrete Fragen und ich bin total froh über diese Zeit, weil dann habe ich gewusst, okay, die Person bin ich wirklich, das mag ich und dann habe ich auch so richtig stürmisch in die Zeit mit meinem Ehemann gehen können, wo wir uns kennengelernt haben und mal schauen können, passt das überhaupt? Kommt er mit mir zurecht? Komme ich mit ihm zurecht? Genau. Also da war es eher dann wieder so dieses, dass wir es nicht mehr verteidigen müssen, dieses ich war da so ganz, ganz versessen drauf, das bin ich, das sind meine Werte, das ist mir wichtig, das ist mein Raum, das ist meine Wohnung. Und dann muss man ja doch wieder einen Schritt weit sich öffnen und zulassen können, dass man was Gemeinsames hat. Und das war dann auch wieder harte Arbeit, das wieder gehen lassen, ja, damit man ein Wir wird, so würde ich es irgendwie sagen, ja. Das war sehr schön, was du jetzt gesagt hast. Du hast ein Stück von dir gehen lassen müssen, dass ein Wir möglich war. Ja. Und wie ist es aktuell? Wie viel Stück von dir musst du gehen lassen, als Mama, als Ehefrau jetzt, dass das Gemeinsame sein darf? Wie empfindest du das? Ja, schon auch wieder ein großes Stück. Also ja, mein Sohn nimmt natürlich da auch ganz viel ein von mir. Aber in der schönsten Art und Weise, aber trotzdem ist es auch sehr, sehr fordernd, merke ich. Der Jonathan ist jetzt 9 Monate 9 Monate, genau. Also ich bin ja noch total drinnen, finde ich, in dieser Verwandlung auch für mich. Und auch da immer gut auszutarieren, wer bin denn eigentlich ich? Also was ist mir wichtig, was kann ich aber auch vielleicht verwerfen? Und ich habe schon auch ab und zu so kleine, schmerzhafte Verabschiedungen, weil ich mir dann oft denke, hey, das bin ich halt, das ist vorbei. Also, ja. Also, wenn wir jetzt so ganz ehrlich das auf den Tisch legen, du hast es jetzt sehr nett ausgedrückt, kleine, schmerzhafte Momente im Leben. Also ich finde, also das sage ich jetzt mit einer sehr entschiedenen Stimme, lege das auf den Tisch, wenn die Frau das erste Kind kriegt, da gibt sie ganz, ganz, ganz viel von dem, was jemals vorher ihr Leben war. Einfach, also das ist, verabschiedet sie. Weil alles, was sich in ihrem Leben abspielt, in ihr selbst, ich meine, sie ist eine ganz andere Frau danach und alle Kontexte, in denen wir leben, ob das die Partnerschaft ist, ob das die Freundschaft ist, ob das jetzt das berufliche Leben ist, ich meine, das ist ab dem Zeitpunkt ein anderes. Und die Realität, in der wir dann leben oder noch einmal neu aufwachen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich glaube, dass jede Frau dann noch einmal zu jedem Aspekt ihres Lebens eine total neue Perspektive kriegt. Und man jedes Ding, also jede Beziehung zu sich selbst, zur Außenwelt in einem total anderen Blickwinkel eigentlich betrachten kann. Und dass man ein vollkommen anderes Verständnis von Frau sein auf diesem Planeten durch Eintritt einer Mutterschaft eigentlich erfahren darf. Und es ist sehr nett, wenn du sagst, es sind Kleinigkeiten. Wie war zum Beispiel, vielleicht gehen wir jetzt wieder am Anfang der Schwangerschaft, würde es mich interessieren, dann hast du einen Partner getroffen in deinem Leben, wo du gewusst hast, du kannst, dein Wunsch könnte da erfüllt werden. Ich habe das, also woran ich das für mich überhaupt gemerkt habe, war, dass ich gewusst habe, dass der Michael, mein Mann, mich halten kann, aber also ich nenne es jetzt ganz bewusst ein bisschen blöd, aushalten kann und halten kann. Und er war wirklich für mich der erste Mann in meinem Leben, der in keinster Weise daran interessiert war, mich zu bremsen.
Überhaupt nicht. Also ich habe ganz oft bei mir erlebt, dass Männer von mir Angst gehabt haben. Und das habe ich aber immer erst im Nachhinein irgendwie mitgekriegt, weil ich mir gedacht habe, okay, warum muss der mich jetzt abwerten? Oder warum will der eigentlich nicht, dass ich die und die Ausbildung weitermache? Also das weiß man ja am Anfang auch nicht. Und er war wirklich der Erste, wo ich gemerkt habe, na, der haltet mich mit allem aus. Erstens einmal findet das cool, wie ich bin, was ich mache, kann mit mir streiten, kann mit mir diskutieren, kann das halten und ist dann auch noch da. Und dann habe ich mir gedacht, okay, mit dem traue ich mir das einfach auch zu, weil ich schon gewusst habe, also ich bin ja nicht ganz jung jetzt Mama geworden mit 35. Ich habe einfach viele Freundinnen und in der Familie. Und ich habe gewusst, okay, das ist jetzt kein Ponyhof, gell? Also, obwohl ich natürlich noch immer keine Ahnung gehabt habe, jetzt im Vergleich überhaupt keine. Aber gefühlt habe ich gedacht, so, da brauchst du schon jemanden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das wird zwar schaffen, also bei uns passt es, bei uns ist es gut, dann werden wir das überleben. Das war immer so in meinem Kopf, weil ich möchte nicht ein Kind haben, weil ich ein Kind haben möchte, sondern ich möchte eine Familie haben und weil wir das gemeinsam schaffen und wir das wollen. Und das war für mich so der Moment, okay, das wird gehen, das schaffen wir zwar. Und das war dann einer Schwangerschaft, weil ich habe das natürlich, du hast schon recht, so ein bisschen verniedlicht mit kleinen, schmerzhaften Dingen, aber was ich damit sagen wollte, ist, das hört nicht auf. Und das ist nicht einmal so ein Bäm. Für mich waren das so ganz oft so Momente und das ist jetzt oft noch so. Also es sind jetzt oft so Momente, wo ich mir denke, ja, aber das gibt's doch nicht. Das ist doch immer gegangen. Also wurscht, ob es beruflich ist oder mit Freunden, wo ich mir jetzt denke, na, das wird nie mehr so sein. Und das tut jetzt weh, aber es ist auch okay. Ja, und das bin ich schon froh, dass ich wirklich den Menschen gefunden habe, wo ich gewusst habe, okay, mit dem möchte ich das. Egal wie, weiß ich trotzdem nicht, wie es ausgeht, aber der haltet das mit mir. Dieses Halten und Aushalten finde ich total, total schön. Weil ich glaube, dass wenn man sich wirklich tief auf eine Frau einlässt, dann muss man echt viel aushalten und viel halten. Ich glaube aber, dass man auch als Partnerin auch einer Frau sehr beschenkt wird, wenn man das aushält und halten kann. Und unglaublich, glaube ich hätte gern den Michael da, vielleicht kommt er auch einmal, und unglaublich viel für sich lernen kann, was es heißt, weil ich glaube, damit man den Gegenüber gut aushält, muss man sich selbst unglaublich gut halten können, dass es dir nicht alles abräumt und dir nicht alles um die Ohren fliegt. Und ich glaube, dass in unserer Gesellschaft Fakt ist, dass es nicht einfach ist, für ganz viele Männer auf dieser Welt Frauen zu halten, auszuhalten, die einfach ganz klar wissen, was sie sind, die nicht das Licht kleiner machen wollen, nur damit jemand anderer neben ihnen auch scheinen darf und kann. Ich glaube, dass man einfach checken muss, dass zwei Lichter einfach echt gut Platz haben zu leuchten und dass nicht einer sie kleiner machen muss für den anderen. Und ich glaube, dass das Allerschönste ist, was man sich im Leben erfüllen kann, was du beschrieben hast, dass du jemanden an deiner Seite hast, der das nicht nur hält, sondern auch verstärkt, dass du leuchten kannst. Dass du all das, was du dir wünschst, was du bist, was du verkörpern möchtest, eigentlich machen kannst. Das ist total schön, wenn das passieren kann im Leben. Und wie schaut es dann mit dem Halten aus und Aushalten, wenn dann ein Kind auch da ist, was man integriert ins Leben? Wie würdest du das jetzt sehen? Also ich würde jetzt wirklich das total romantisieren, wenn ich sage, dass das eine harte Arbeit ist. Also in einer Partnerschaft. Also ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man das ausspricht. Genau, das muss man wirklich, wirklich sagen. Also wir sind jetzt 9 Monate Eltern und der Michael hat schon 2 ältere Töchter. Das heißt, er hat natürlich schon eine Ahnung gehabt. Aber er sagt selber, wurscht, ob es unsere Schwangerschaft war, ob es die Geburt war. Er war das erste Mal beim Geburtsvorbereitungskurs bei dir, dass er jetzt ganz anders eintaucht in das Ganze tiefer. Und das war für ihn auch total wichtig und schön und gleichzeitig merke ich aber schon, wie es uns beide, also es ist ja nicht nur so, dass ich mich verändere, er verändert sich ja auch mit dem mit und manchmal bin ich auch mit mir, glaube ich, so beschäftigt,
dass ich leider dann, glaube ich, auch vergiss oder nicht sehe, was gerade bei ihm abgeht. Weil er halt eben so in diesem Halten ist und versucht, weil wir sind so, dass ich gerade in Karenz bin, er arbeitet und in 2 Monaten machen wir einen Tausch. Und ich bin voll froh, weil ich glaube, das wird richtig gut für uns beide sein. Aber ich muss dann oft einmal wieder von mir ein bisschen auch weggehen, um zu sehen, hey, überleg einmal, was der für Druck hat und in der Arbeit ist und kommt. Und dann stehst du schon da und so. Und wir haben echt ganz viele Diskussionen auch gehabt, die voll wichtig waren. Und ich habe gemerkt, es hat immer wieder so Zeit gebraucht. Und dann hat man gemerkt, so bei uns beiden steht was an. Das ist schon da oben irgendwie beim Hals und das muss einmal raus, weil wir auch einfach nur unterschiedliche Vorstellungen gehabt haben. Also ein Beispiel, ich habe geringfügig arbeiten angefangen nach dem Mutterschutz. Und für mich war klar, hey, wir sind ein Team und natürlich werden meine Mama auch bitten, aber auch. Und wir werden das schon schaukeln und du wirst mir auch helfen. Haben aber das nie ausgeredet. Es war so, ich habe das vorausgesetzt. Das ist so sein. Wir sind immer ein cooles Team gewesen. Und für ihn war ganz klar, meine Mama ist da und meine Mama kommt und er arbeitet und ich bin in Karenz. Und dann hat es einmal geclasht und dann haben wir uns das einmal ausgeredet. Und da habe ich auch gemerkt, das ist nie von keiner Seite jetzt irgendwie was Böswilliges, aber ich glaube, man ist dann selber mit sich auch oft so beschäftigt, jeder. Und dann hast du ja das Kind, das ist ja nicht so, dass du den ganzen Tag Zeit hast, über die selber auch so viel nachzudenken. Aber da, also miteinander reden, also wirklich in Kommunikation zu gehen, das ist das, was uns immer wieder dann doch gut gelingt. Und ich glaube, das ist so. Und also das, was du beschreibst, ich glaube, dass jedes Paar, also in jeder Beziehung, dass man dieses Herumschaukeln und schaut, wo stehst du, wo stehe ich, wo kann ich mich noch anhalten, wo ist jetzt da meine Rolle, wo ist mein Wirken. Und wenn man das jetzt gesellschaftlich anschaut, wie das in der Gesellschaft eingebettet ist, wie siehst du das, wie würdest du das beschreiben? Welche Räume, was für eine Gesellschaft haben wir da kreiert, dass beide eigentlich in Wirkung sein können und dass beide Lichter sich nicht kleiner machen müssen und dass man das alles als Familie eigentlich schaukeln kann? Also ich finde, es ist noch so viel Luft nach oben. Also ich denke immer, wir sind echt beide, wir sind gut ausgebildet, wir sind reflektiert, wir sind verdienen beide auch gut, dass wir uns ja auch gewisse Unterstützungen leisten können. Das muss man ja auch ehrlich sagen. Das muss man ja mal wirklich. Also wir haben aber auch sogar Familie vor Ort. Das ist ja auch so ein Riesenluxus. Meine Mama und Geschwister und so weiter. Und trotzdem ist es oft so schwierig, weil einfach, und wir sind im Sozialbereich tätig, ja, wo eigentlich Verständnis da ist. Aber ich sage das jetzt wirklich eigentlich, weil trotzdem, so nach diesem Papa-Monat oder dass er Karenz hat, das wird schon positiv verstärkt, aber dazwischen ist so wenig Raum, finde ich, für Flexibles. Oder dass da irgendwie logisch ist, dass auch wenn ich in Karenz bin, er ja trotzdem nicht 40 Stunden as usual machen kann. Er ist ja trotzdem Papa. Und ich merke einfach bei ihm jetzt schon auch ein bisschen mehr diese Zerrissenheit, weil er hat trotzdem dauernd im Kopf, hey, ich muss haben oder ich sollte haben oder ich will haben. Aber es wird ja trotzdem verlangt von dir, dass alles so läuft wie vorher. Diese Räume finde ich und auch so familiär oder auch gesamtgesellschaftlich. Ich habe immer gedacht, wir zwei sind auf Augenhöhe und das wird doch alles so laufen. Gell? Nein, ist es nicht, weil ich einfach trotzdem merke, dass die Gesellschaft einfach noch nicht oft so weit ist, dass wir so Rollen haben, in denen wir uns beide. Ich glaube, dass wir so einen totalen Umbruch sind. Ja, voll. Und sich da, also ich finde, da dürfen, wenn wir offen sind, dürfen Karten ganz neu gemischt werden. Ich habe das Gefühl, einiges bricht zusammen, weil es so nicht mehr aufrecht zu erhalten ist. Nach diesem Prinzip, nach diesem kapitalistischen Vorwärtsprinzip und einfach diese mehr zu schaffen, sondern einmal innehalten und immer wieder zurückgehen, damit beide eigentlich Raum haben zu sein und dass die Familien, so in kleinen Strukturen, wie wir sie halt heute haben in der westlichen Welt, dass die einfach überleben, ohne dass alle total überspannt sind in diesem System. Wie war der Tag, als du deinen Schwangerschaftstest gemacht hast? Es war unglaublich.
weil das bei uns auch nicht gleich sofort funktioniert hat. Ja. Es gibt ja Pärchen, da geht es zack, gell? Also angeschaut und das ist schon so. Das war bei uns nicht. Und das in Kombination dann doch mit einem Wunsch, den ich schon so lange gehabt habe, hat mich schon auch sehr gefordert. Also da habe ich auch gemerkt, weil da habe ich dann auch kurz überlegt, okay, was machst du denn, wenn das nicht funktioniert, wenn du nicht schwanger wirst? Dann musst du ja doch auch so diese Vorstellung von dir und dieses Bild, und ich habe mich immer gesehen mit einem schwangeren Bauch und mit einem Baby und mit meinem Mann, dann musst du es ja gehen lassen. Und da habe ich wirklich Angst gehabt vor dem, also massive. Und spannenderweise, wie ich den gemacht habe, also der Michael der hat es sofort so schön sagen können, und ich war so erstarrt in dem Moment. Und ich glaube aber jetzt im Nachhinein, dass das einfach ganz ein natürlicher Schutzprozess von mir war, weil wenn du so auf was Großes irgendwie hinwartest, genau, dass ich auch nicht atmen, weil sonst ist es gar nicht so. Also das war dann so, habe ich gemerkt, so die ersten Tage, die ersten Wochen, wo man halt auch weiß, okay, vielleicht passiert doch noch was oder nicht. Da habe ich es noch nicht zulassen können. Da war ich auch fast ein bisschen hart für mich, so außen, weil ich so Angst gehabt habe, weil ich gewusst habe, wenn das jetzt doch nicht so ist, dann ist das sehr schmerzhaft für mich. Und dann, ich habe so um die 12., 13. Woche tatsächlich, habe ich gewusst, so, glaube ich, jetzt. Und dann auch, ich kann mich erinnern, wo wir zum Gespräch bei dir waren. Da habe ich auch noch gemerkt, bei diesem ersten Beratungsgespräch, da war ich noch so in voller Anspannung. Für mich ist es echt ein Geschenk des Universums eigentlich, des Lebens, dass also die Frau sitzt einmal, das erste Mal bei mir in der Praxis, und die Schwangerschaft von Jonathan hat eigentlich uns zwei zusammengeführt. Und dann sitzt die Frau und dann habe ich ein Bild, kriege eine Energie mit, in der die Frau ist. Und heute sitzt du da, das ist jetzt 9 Monate, ist der Jonathan alt, das heißt, circa 1,5 Jahre später, als eine andere Frau von mir. Es ist noch immer eine Silke von mir, aber eine Version, die so entfaltet ist, die so aufgeblüht ist, wo man sich denkt, wow, wie cool ist das Leben eigentlich? Was macht das Leben aus uns Menschen? Wie dürfen wir immer wieder aufs Neue aufblühen? Und also wenn ich heute, weil du jetzt diese Härte gesagt hast, dieses noch sich schützen, in diesem Eingefrorensein noch vielleicht ein bisschen, dieser Starre, und sich schützen, weil ja alles, was man so innen vielleicht spürt, so heilig ist und man nicht will, dass das irgendwie in einem zerbricht und dann eher eine Hülle rauftun. Und wenn man sie dann alle lässt, ist einfach unglaublich, was daraus entstehen darf. Ja, und was das auch mit dir dann macht. Also ich weiß noch, also dieses Gespräch werde ich einfach nicht vergessen, weil ich ja weiß, du hast mir, glaube ich, sehr gut gespiegelt, kann mich noch erinnern. Und du hast ja dann auch irgendwie gefragt, ja, und was wir uns vorstellen. Und ich habe gesagt, Hausgeburt. Und du warst ja voll, also ich habe richtig gemerkt, was, Hausgeburt? Das hat wahrscheinlich nicht zusammengepasst. Mit dem, wie ich da gesessen bin, kann ich mir voll vorstellen. Es war so witzig, weil das habe ich noch echt abgespeichert. Und dann ist so die Reise für mich losgegangen, weißt, so dieses weich werden dürfen, aufmachen und einfach, also heute war sie einfach wieder so zu mir, zu dem, wie ich Weiblichkeit sehe, wie ich mich sehe, einfach das auch zulassen können und auch wieder viel, viel empfindsamer werden. Also das habe ich echt gemerkt, was ich eigentlich und nicht nur mit dem Schwangerschaftstest davor schon so ein bisschen aufgebaut gehabt habe, die vielen, vielen Jahre davor, glaube ich, um mich zu schützen, ja, weil ich einfach gedacht habe, so muss man sein, gell? Damit man irgendwie in einer männerdomierten Welt, und damit möchte ich nicht Männer angreifen, sondern einfach wie unsere die Attribute Gesellschaft einfach aufgebaut ist. Genau. Das ist nach dem männlichen Prinzip ist einfach. Genau. Die letzten 5000 Jahre haben das richtig gut gefestigt. Genau. Und da habe ich auch gedacht, da muss ich halt mit. Gell? Und von Anfang an, ich habe 5 Brüder, gell? Also ich habe das ja schon ein bisschen mitgekriegt, so und da bin ich empfindsamer geworden und das habe ich mir echt bewahren können. Also ich bin ein bisschen mehr auf Krawall gebürstet, merke ich. Also was mir wieder voll taugt. So, nein, ich nehme jetzt nicht jeden dummen, flachen Witz hin und ich lasse manche Dinge nicht so stehen. Weißt? Ist man halt empfindlich, unter Anführungszeichen, wie das gern zugeschrieben wird, bin ich nicht. Aber ich bin empfindsam. Mir ist das nicht wurscht, was da passiert. Und mir ist das nicht egal, wie mit Menschen umgegangen wird. Das war mir noch nie. Aber jetzt merke ich einfach, das durchflutet mich wieder viel mehr.
Und da muss ich aber dafür dann auch wieder oft auf mich aufpassen und dann auch wieder schauen, was schotte ich aber auch wieder ab an Nachrichten oder an sonstigen Dingen, weil mir das einfach so hat dann. Wie würdest du diesen Vorgang, was du früher angesprochen hast, dieses Schritt für Schritt fallen lassen oder sich öffnen und in diese Weichheit hineingehen? Einerseits zwingt, finde ich, eine Schwangerschaft. Die Frau, ich meine, sie wird strukturell verändert und geöffnet. Das ist einmal das eine. Damit hadern sehr, sehr, sehr viele Frauen, dass sie sich körperlich verändern, weil wir wie bewusst oder unbewusst gesellschaftlich geprägt, von uns selbst geprägt, von all dem, was wir erfahren haben im Leben, eigentlich ein Körperbild aufrechterhalten wollen über uns selbst und wie wir sein sollten, damit wir gut sind. Und entwickeln so ein Gefühl in uns, für uns, wie es gut ist zu sein. Und das muss man ja auch zum Teil richtig gut loslassen in einer Schwangerschaft. Das ist einmal schon nur einmal die Körperlichkeit, die meiner Meinung nach die Frau sehr verunsichern kann, sehr in ihrem Selbstwert, das sie sich aufgebaut hat, eigentlich verunsichern kann. Und dann kommt ja noch der seelische Prozess dazu, wo das Herz, ich bezeichne es gerne als Herz, immer offener wird und immer offener wird, wo man merkt, boah, hey, die Welt ist, also man kriegt andere Antennen für sich selbst und für die Welt um eine herum. Wie würdest du diesen Prozess für dich beschreiben im Laufe der Schwangerschaft? Also ich finde es von der Natur her irgendwie gut gestrickt, dass das mit dem Körper verbunden ist, weil für mich, also ich gehöre da sicher zu denjenigen, die sich mit dem sehr schwer getan haben, dass einfach dieser Körper so weich wird und so groß wird, gell? Also dass man selber so viel Raum einnimmt. Vielleicht ist es das, habe ich mir jetzt gerade auch gedacht irgendwie. Bleib mal bei den Gedanken. Was hast du gedacht? Wiederhol das noch einmal. Ja, das gefällt mir total. Dass man so viel Raum nämlich einnimmt, durch dieses Körperliche, dass man groß wird irgendwie. Ich habe gerade gedacht, ob das vielleicht auch so, weil man ist ja oft so geneigt, eher klein und ja, irgendwie. Das ist total schön. Das Bild gefällt mir total, dass die Frau, wenn sie sich körperlich verändert in einer Schwangerschaft, dadurch einfach mehr auf dieser Welt zerfließt und mehr Raum einnimmt, plastischer wird. Und das eine Rolle ist, die wir Frauen gar nicht so gerne haben. Wir wünschen es uns zwar, aber es ist nicht etwas, wo wir uns primär sofort wohlfühlen. Genau. Total schöner Aspekt. Also ich glaube, das war schon erfordernd. Und ich habe mich ja nicht immer wohl gefühlt. Und ich habe auch gemerkt, dass mir das aber auch wichtig war, das auch kommunizieren zu können. Und das hat aber auch nicht jeder verstanden. Also, und das ist auch so, also das waren so kleine Schritte, die dann auch mit mir meine psychischen Wachstumsschritte waren, dass ich dann trotzdem gesagt habe, ja, ich bin schwanger, weil das kommt ja dann als erstes so, ja, du bist ja schwanger. So, dann habe ich mir gesagt, ja, danke, das weiß ich schon. Aber ich darf trotzdem auch in einer Schwangerschaft meinen Körper zu gewissen Zeiten einfach nicht schön finden oder für mich noch nicht gut finden, weil ich muss da erst einmal nachkommen. Das geht ja so schnell. Also das war dann, da habe ich dann angefangen, also ich glaube, ich war relativ schnell sensibel auf Personen, die mir gut tun und nicht gut tun. Und habe dann das hat mir so die Kraft gegeben, das finde ich so cool, diese Schwangerschaft hat mir so die Kraft gegeben, mich wieder viel mehr abzugrenzen. Weil die Personen werden total übergriffig. Also sei es jetzt, dass jemand auf deinen Bauch greift, das kennt man eh alles, gell? Oder Bemerkungen über dein Äußeres macht. Und da habe ich so für mich die Kraft gekriegt, mich ganz klar abzugrenzen, zu sagen, nein, das will ich nicht. Oder einfach ganz klar zu Personen zu sagen, dass das nicht okay ist, mir das zu fragen oder mir das zu sagen. Also ich war da wirklich einerseits viel sensibler und andererseits psychisch aber stärker, Nein zu sagen. Nein zu sagen. Und hast du Schwierigkeiten gehabt, mit diesen klar die Grenze zu zeigen? Weil sehr oft trauen wir Frauen uns das ja auch nicht, zu sagen, das darf ich ja nicht. Also dass da so ein Monkey kommt. Aber das darf ich ja nicht, dann verletze ich ja den anderen oder so. Also diese Kraft hast du gut gespürt, die gut gefunden in dir, zu sagen, nein, stopp. Ja, die habe ich sehr gut gespürt. Wo ich mir natürlich ein bisschen schwerer getan habe, ist, wenn es Personen waren, die mir sehr nah waren, weil das ist ja nochmal was anderes. Ja, klar. Und man kommt ja auch natürlich mit einem Mann oder ist ja mit einer guten Freundin, man kommt auch da in Momente, wo dann vielleicht Dinge gesagt werden, die
verletzend sind, was der andere gar nicht möchte. Und ich war immer so ein Mensch, ich habe immer so dieses Verständnis für die andere Person gehabt. Und habe dann dadurch mal gedacht, na, ich bin da jetzt nicht nachtragend, ich bin nicht böse, weil der hat das ja nur gut gemeint. Und dann habe ich mir gedacht, na, stopp. Ist mir wurscht, wie der das jetzt gemeint hat. Mir tut es jetzt in dem Moment weh. Und das war für mich so die größte Errungenschaft, auch das zu schaffen. Also auch bei Menschen, die ich sehr, sehr, sehr gern habe und die ich wirklich liebe über alles. Auch da habe ich nicht oft, aber sagen müssen, hey, nein. Ich glaube, das ist eine hohe Kunst. Das ist eine hohe Kunst, die wir in uns entwickeln dürfen. Erstens, das zu spüren, Mut zu haben, das auch auszusprechen. Weil warum tun wir es nicht oft? Nicht nur, weil wir Gutmensch sind, sondern weil wir irgendwann wahrscheinlich auch gelernt haben, wenn wir es tun, dann werden wir abgewiesen und kriegen Liebesentzug oder whatever. Und es ist gefährlich für uns, weil wir uns für Emotionen vom anderen zuständig fühlen auch. Und weil wir gar nicht glauben, dass wir es dürfen. Genau. Und ich glaube, also wenn man diesen Mut hat, das auf den Tisch zu legen und aus der eigenen Perspektive herauszusprechen, hat das Gegenüber eigentlich diese Möglichkeit zu schauen, okay, ich höre, ich sehe, was mache ich jetzt draus? Das heißt ja nicht per se, dass man den anderen abwertet, wenn man sich selbst mitteilt, was es mit einem macht. Und so gibt man eigentlich der Person gegenüber die Möglichkeit, auf das überhaupt zu reagieren. Genau. Und das hat aber wieder was mit Aushalten zu tun. Das habe ich auch gelernt. Das ist wirklich, es geht so ganz viel im Leben, finde ich, um Halten und Aushalten. Ja, aushalten. Weil das habe ich auch gemerkt, du musst dann halt auch aushalten, dass der andere zum Beispiel traurig ist. Das ist ja das, mit dem ich mir total schwer tue. Jetzt ist der traurig, weil ich meine Grenzen abgesteckt habe. Und das halten können. Und dann habe ich aber auch traurig, wütend. Alles, ja. Abweisend. Alles, was da hochkommt. Genau. Und das ist echt... das habe ich dann ein, zweimal aber auch ganz bewusst auch gemacht und das habe ich gemerkt, das ist dann heißer, aber es geht dann leichter. Es wird ja dann immer einfacher. So viele Geburten im Laufe eines Prozesses, oder? Ja, voll. Und warum hast du gewusst, dass zum Beispiel in deinem Fall jetzt Hausgeburt dein Weg ist? Wie kommt man auf die Idee, wenn du eigentlich noch kein Kind geboren hast? Also wie hast du das für dich, also dieses Gefühl entwickelt, dass das ist, was du möchtest, weil es kommen ja sehr oft Frauen zu mir zum Erstgespräch, die noch nicht wissen, was sie wollen. Und das ist in Ordnung so, weil man ja erst in das hineingeboren wird. Und es kommen auch Frauen, so wie du es warst, die sagen, okay, die setzen es hier und sagen, das ist das, was ich mir wünsche. Wie hat sich dieser Wunsch in dir entwickelt eigentlich? Das waren also ganz viele kleine Baustellen. Also ich habe mit Hausgeburt lang... Also es war mir einfach kein Begriff, weil in meiner Umgebung niemand eine Hausgeburt gehabt hat. Also auch keine von meinen Freundinnen. Tatsächlich durch die Arbeit, durch die Astrid, unsere Rektorin in der Diakonie, die hat ja alle Kinder zu Hause zur Welt gebracht. Und die hat immer wieder so ein bisschen erzählt. Also das war schon so, ich glaube 3 Jahre bevor ich schwanger geworden bin. Und dann habe ich erstens einmal so dieses ein bisschen für mich mitgekriegt, okay, das, was sie da erzählt, entspricht total meinem Mindset. Also das wie und in welcher Weise. Und ich habe ja wirklich vorher nicht gewusst, ich habe zwar immer gewusst, ich möchte schwanger werden, aber ich habe mich mit dem Rundherum nicht so beschäftigt. Und dann habe ich wirklich einmal zu lesen begonnen. Also ich bin einfach ein Mensch, ich muss das auch immer kognitiv einmal mir anschauen, was passiert da alles. Und habe dann wirklich gemerkt, so dieser Raum, der da geschaffen wird, entspricht einfach allem, wo ich mich fallen lassen kann. Weil ich glaube, es gibt einfach Menschen, die fühlen sich in einem klinischen Setting enorm wohl. Für die wäre das ganz, ganz seltsam, das anders zu machen. Und für mich war es aber so dieses, ich habe allein die Vorstellung, wir sind da bei mir zu Hause und ich darf da sein, wie ich bin. Und vielleicht auch deshalb, weil ich immer ein Mensch bin, der sich relativ rasch in der Vergangenheit an Umgebungen angepasst hat. Also ich hätte gewusst, ich hätte mich nicht so getraut, im medizinischen Kontext, in einem Krankenhaus, die Dinge so einzufordern, wie ich sie brauche in dem Moment. Oder ich hätte mir schwer getan. Ja, du hättest eher dich kleiner gemacht und nicht getraut, damit du besser in das System einfach hineinpasst. Oder es hätte mir ganz viel Kraft gekostet. Ich hätte es schon machen können. Also ich muss auch sagen, dann am Ende der Schwangerschaft, in der Reise, wo ich war, habe ich gewusst,
das kennt ich schon viel locker. Also dann habe ich ja nicht mehr Angst gehabt, dass ich vielleicht doch ins Krankenhaus muss, weil ich gewusst habe. Aber ich war so dankbar, weil ich mir gedacht habe, ich will gar nicht die Notwendigkeit haben, Kraft aufzuwenden, um das durchzusetzen, was ich will. Das will ich gar nicht. Warum? Es ist eh schon so groß, was kommt. Würdest du sagen, weil du gesagt hast, jetzt gerade diese Kraft, dass du im Laufe der Schwangerschaft noch tiefer zu dir gefunden hast, noch tiefer dein Anker für dich, wer du bist, was du brauchst und für was stehst du eigentlich gefunden hast? Ja, definitiv. Also ganz massiv. Also ich habe wieder gefunden und zugelassen, was wir schon gesagt haben, diese Sensitivität, würde ich fast sagen, dass das eine Stärke ist und keine Schwäche und nichts, was ich mir abtrainieren muss, damit ich da überlebe irgendwie. Und gleichzeitig bin ich schon, finde ich, ziemlich ein harter Hund, würde ich jetzt so auf Kärntnerisch was sagen. Also auch einfach so zäher wurden gleichzeitig, weil ich gemerkt habe, was man aushaltet in einer Schwangerschaft. Also an Emotionen, die hochkommen. Und ich habe ja sehr, sehr viel geträumt und bei mir sind ganz viele Dinge aus der Kindheit hochgekommen während der Schwangerschaft. Ganz, ganz oft Situationen, wo ich mir gedacht habe, wo kommt denn das jetzt her? Ich meine, da war ich vielleicht 4 oder 5 Jahre alt. Also da war schon harter Tobak auch dabei, dass man sich wieder vielleicht mit schmerzhaften Dingen auseinandersetzt. Oder aus Beziehungen, gell, wo ich mir gedacht habe, warum träume ich jetzt von einer Person, da war ich 18, warum? Es war auch spannend. Also da waren wirklich, in der Schwangerschaft hormonell das Gehirn so gesteuert ist, dass wir aus dem Intellekt immer mehr in die Verkörperung gehen und es möglich ist, dass wir einen Zugriff haben an Informationen, die uns sonst nicht bewusst sind, die aber irgendwie eine Rolle gerade spielen, die gesehen werden möchten, weil es vor allem Bilder sind, die uns Menschen in einem Kontext zeigen, in dem wir uns irgendwie verhalten haben. Und ich finde, dass eine Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, das ist halt eine prägende Zeit im Leben einer Frau, wir unglaublich viel Möglichkeit haben. Also es ist die sehr tiefe Therapie, wenn wir bewusst hinschauen und uns nicht sperren oder dagegen ankämpfen. Ich glaube, ist das einfach eine tiefste Therapie, die wir eigentlich erfahren in unserem Leben. Und das heißt nicht, dass es immer lustig ist. No. Das heißt nicht, dass es nicht wehtut und dass es so Gesamtüben ist auf dieses ultimative Loslassen, was dann unter der Geburt passieren muss. Weil ich meine, ich glaube, also ich beschreibe das immer gerne, ich finde, es ist ein tiefes Loslassen, damit wir ein Kind auf die Welt begleiten können, von allen Vorstellungen, die wir über uns selbst haben, über die Leute um uns herum, über die Welt, wie wir uns die Welt und uns selbst in der Welt positioniert haben, aufgebaut haben. Und das noch tiefere Loslassen probably ist, wenn wir unseren Körper verlassen und uns verabschieden. Und das erfordert ganz, 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 ganz viel Commitment. Schon in Vorübungszeit eigentlich. Und für mich war es jetzt in Bezug auf dich, für mich war es ein Geschenk, dir zuschauen zu dürfen, wie du Hülle für Hülle losgelassen hast. Und zu der Frau geworden bist, die du heute bist. Und das ist erst die Hälfte der Reise probably. Und dass du es zugelassen hast, auch diese Hüllen fallen zu lassen. Und dich selbst zu spüren. Und auch, finde ich, weil wir hatten viele Gespräche im Laufe der Visiten, auch Kraft darin sehen kannst, traue ich mich jetzt zu sagen, aber korrigiere mich, dass du sehr viel Kraft darin siehst, wenn wir es trauen, uns ganz zu zeigen und auch in diesem weichen Femininen zu bleiben, wie viel Kraft das eigentlich in sich trägt, auf eine ganz andere Art und Weise, als wir so viele Jahre unseres Lebens als Frauen, die was bewegen wollen, die was verändern wollen auf dieser Welt, die das Gefühl haben, hey, ich habe eine Stimme und die möchte ich eigentlich erheben.
und wir es vielleicht nicht anders gelernt haben, als mit diesem Bizeps der männlichen Energie und glauben, das ist die Kraft. Ich meine, ich darf selber nach wie vor immer wieder Tag für Tag irgendwie für mich aufs Neue in das hineintauchen, wie viel mehr Kraft eigentlich in dem Loslassen und Zulassen der Weichheit, der weiblichen Energie eigentlich liegt. Das ist eigentlich magisch, oder? Ja, voll. Deswegen bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie du mit dieser Energie, in der du jetzt bist, wieder dann in deinem Berufsleben kreieren wirst. Das hat eine Qualität, die ist einfach unbeschreiblich. Und die wird jeden, also deine Geburt, deine Schwangerschaft, Geburt vom Jonathan ist gleichzeitig so eine tiefe Transformation von dir selbst. Und das, was du für dich entfaltet hast, darfst du dann nach außen tragen. Das wird unglaubliche Wirkung auf alle haben, mit denen du es zu tun haben wirst und jetzt schon hast. Wie würdest du dann beschreiben, wie war dann der Tag der Geburt? Wenn die Kraft daherkommt, ja, von der man keine Ahnung hat davon. Die ist so da gewesen jetzt, wo du mir jetzt auch so anschaust. Ja, genau, man hat keine Ahnung. Und ich habe immer so für mich im Kopf gehabt, die Sarah hat gesagt, das ist echt groß. Also, so, das ist echt, also das ist was Großes, was euch erwartet. Und man hat keine Ahnung, du kannst noch so viele Bücher lesen. Mir hat es total geholfen, kognitiv zu verstehen, was passieren wird, aber damit ich mal den Kopf ausschalten habe können. Aber das ist wirklich, ich kann es nicht anders beschreiben, es ist groß, es ist ein Wahnsinn und ich habe, wenn ich jetzt an die Geburt zurückdenke, manche Momente, wo ich ganz klar bin, wo ich weiß, wir haben uns angeschaut oder wir haben das und das geredet oder ich habe mit meinem Mann oder er hat das gemacht, aber die meisten, und ich habe ja doch 17 Stunden auch, gehabt, die meiste Zeit ist weg und ich glaube aber, dass das so ein schönes Zeichen dafür ist, wie ich bei mir war. Einfach. Also die vielen, vielen Stunden, wie ich da bei mir war. Und jetzt jetzt kann ich echt sagen, ich bin so dankbar für diese Erfahrung und ich bin aber auch so stolz auf mich. Das habe ich lange nicht kennen. Das war auch so was mich total traurig gemacht hat und irgendwie so. Ja, ich kann mich erinnern, das war, glaube ich, eine deiner ersten Visiten und wir haben die Hausgeburt gehabt, der Jonathan ist gesund auf die Welt gekommen und es war lang, für mich war es einfach wirklich lang. Ich habe nicht damit gerechnet, muss echt sagen, ich habe nicht gedacht, dass es 17 Stunden sein werden, was normal ist, aber in meiner Vorstellung waren es nicht 17 Stunden. Und ich habe mich als Versagerin gefühlt. Und ich weiß noch, wie du mich echt angeschaut hast und ich habe auch gemerkt, also durch deinen Blick, dein Blick damals und deine Tränen, die ich da ein bisschen gesehen haben mir geholfen, um zu erkennen, wie traurig das gerade ist, was ich da gerade sage. Und macht mich jetzt auch traurig. Ja, also ich bin da dort gesessen, ich habe so was Cooles, also wir haben das geschafft, alle zusammen und ich bin dort gelegen und ich war so traurig, weil ich mir gedacht habe, hey, warum hast du 17 Stunden für das gebraucht? Gell? Und hätte ich was machen können, hätte ich es anders machen können. Und da ist mir so bewusst worden, es war wieder so ein wichtiger Schritt, wie tief das zum Beispiel bei mir drin ist. Also dieses oft nicht genug sein vielleicht oder nicht gut genug sein. In allem, was ich mache, wie kritisch ich bin, bin ich da noch liebenswert sozusagen, anstatt dass ich das gesehen habe. Und ich weiß auch noch, der Michael ist auch ganz ruhig neben mir gesessen, der war so ergriffen, weil er gesagt hat, boah, was schlummert denn da in dir? Gell? Und es war so ganz für mich so ein wichtiger Moment zu erkennen, dass ich ein bisschen heilen kann auch wieder. Ich habe nämlich gedacht, ich bin das schon, ich habe das schon hinter mir gelassen. Und es war echt heftig, aber ich weiß so, dein Blick hat mir das so vor Augen geführt, hey Silke, was ist da los gerade? So, ja, da war ich echt traurig und das war aber auch wieder was, wo ich gemerkt habe, das muss gut sein, das habe ich echt sacken lassen, ich habe ganz viel mich mit dem beschäftigt und jetzt kann ich sagen, hey, der ist bei dir zu Hause auf die Welt gekommen, mit deiner Kraft, mit den Leuten, die dort waren, 17 Stunden. Und genau in dem Tempo, wie er kommen wollte. Und wie du das halten konntest. Genau, also ich muss ja ehrlich sagen, ich habe ja nichts gemacht. Ich war einfach da. Ja, aber das ist schon, das haben wir wieder bei Aushalten. Ja, ich habe einfach, also ich habe nie
nicht einen Moment an einer Kraft gezweifelt. Ich sehe immer dieses Große in der Frau, so was Frau in der Lage ist, diese Kraft. Also ich stelle sie nie in Frage. Und das war für mich auch dann zum Beispiel, wenn ich eine Hausgeburt habe, wo ich weiß, wir sind echt nach 2 Tagen noch echt am Anfang und ich weiß, es wird noch viel Kraft brauchen. Und wenn ich dann vielleicht mal mit einer Frau in die Klinik gehe, weil ich weiß, es braucht jetzt eine Maßnahme, weil sie wird noch ganz viel Kraft brauchen, heißt das nicht, dass ich an die Kraft der Frau nicht glaube, sondern weiß, es braucht jetzt einen Schritt, aber an die Kraft glaube ich trotzdem, dass die Frau das schaffen wird. Also wenn ich sie hineinbringe, das heißt nicht, dass ich an ihrer Kraft nicht glaube. Ich will nur, dass man niemanden an die Wand spielt. Und wenn ich mich jetzt an diesen Sonntag war, oder? Sonntag, ja. Zurückversetzt, wie ich da bei euch war, ich war einfach da, ich habe gewusst, ich habe gehört, was du tust, wie es dir geht, wie du dich bewegst, wie du in diesem Lauf der Geburt drinnen bist, habe meine Sachen daneben gemacht, manchmal war ich wieder bei dir und habe einfach zutiefst vertraut, dass du das kannst. Vielleicht sogar mehr, als du es in dem Moment vertraut hast. Ich glaube, deswegen war es so wichtig für mich, dass du da warst. Weil wir haben noch einen Moment gehabt, das weiß ich auch, weil du einfach, glaube ich, weil ich war am Anfang dann, nach ein paar Stunden, man hat ja keine Vorstellung, wie sind dann die eigenen Schmerzen, wie fühlt sich das an? Und ich weiß nur, dass der Michael und ich die dann einmal gefragt haben, was du abschätzt, wie lange das dauern wird. Und das war so dieser erste Moment, oh fuck, hat sie jetzt echt gesagt, der kommt zwar heute noch, aber vielleicht Mitternacht oder was auch immer. Und es war Vormittag und wir haben uns beide angeschaut. Also der Michael hat echt auch wirklich mir das nie spüren lassen, unglaublich. Aber im Nachhinein hat er mal gesagt, da hat er echt Schiss gekriegt. Weil er sich ich das gesagt habe? Ja, weil er sich kurz gedacht hat, na, das gibt's nicht. Und dann weiß ich noch, dass du so einfach zu mir gesagt hast, du, aber Silke, nur dass du weißt, wir können jederzeit auch ins Krankenhaus gehen. Gell? Also genau den Worte weiß ich nicht mehr. Und auch da habe ich die angeschaut und habe gesagt, glaubst du, ich schaffe das nicht? Also was sofort, da habe ich auch wieder gemerkt, wie ich eigentlich gestrickt bin und denke. Und du hast mir dann angeschaut und dann war das kein Thema mehr. Und ich weiß wirklich, dass ich das deswegen auch ausgehalten habe, weil du da warst. Also ich glaube, jetzt kriege ich noch einmal mehr Aspekte an diesen Sonntag zurück. Ich glaube, dass ich einfach ganz klar gespürt habe, auch als ich das ausgesprochen habe, dass ich ganz klar gespürt habe, dass du womöglich an deiner Kraft zweifelst, ob sich das für dich ausgeht, wenn es erst Mitternacht ist oder so. Und dass du kurzfristig weißt, Respekt, ich weiß nicht, ob sich das ausgeht für mich. Und deswegen war für mich klar, einfach das zu sehen, hey, du musst wissen, wenn für dich eine Grenze erreicht ist, wo du das Gefühl hast, das geht sich nicht aus für dich, dann haben wir immer diese Möglichkeit. Weil ich sehe das Höchste in diesem Geburtsprozess nicht, irgendeine Seele an die Wand zu spielen. Also das ist, finde ich, das, was wir nicht übersehen dürfen. Und es wird immer intensiv bleiben. Ganz wurscht, im welchen Setting, wo auch also es bleibt immer intensiv. Aber ich finde, da gibt es noch einen Schritt, wo man eine Seele wirklich ein bisschen auch vergewaltigen kann, weil wir ja sehr oft gar nicht wissen, welche Aspekte eines Menschen noch hineinspielen, was dieser Mensch schon alles erlebt hat im Leben. Und dass das sehr hoch kommt unter der Geburt. Und mein höchstes Dasein ist, glaube ich, einfach wirklich da zu sein, Vertrauen. Und ich habe damals gewusst, ich glaube, das habe ich mit dir auch kommuniziert, sehr oft würde ich bei diesem Befund einfach noch wegfahren. Genau, hast du auch noch gesagt, ja. Ich würde wegfahren und später wieder kommen. Und ich habe gewusst, nein, ich bleibe, weil es wichtig ist, dass ich bleibe. Aber ich nehme mich absichtlich zurück und mache ganz andere Sachen, damit du gar nicht auf die Idee kommst, jetzt kommt das Kind auf die Welt. Und ich glaube, Workout bei euch gemacht. Genau, du hast einen langen Kopfstand gemacht. Ich bleibe einfach da. Ja. Und ich gebe dir definitiv nicht das Gefühl, dass das Kind jetzt auf die Welt kommt, weil es kommt noch nicht auf die Welt. Beschäftige mich mit anderen Sachen, aber ich halte in den Raum dafür, dass du dir vorstellen kannst,
Welle für Welle weiter zu surfen und einfach immer tiefer zu gehen und wissen, wenn du was brauchst, ich bin da. Und eigentlich hast du nicht gebraucht, weil eigentlich wirklich was gemacht, also weißt du, aber diesen Raum hat es gebraucht, dass du dann losgelassen hast und dich auf das eingelassen hast, oder? Da habe ich so das Vertrauen gehabt. Es war einfach nur, dass du da bist. Ja, und es war der Michael ganz viel bei mir einfach. Und das war so witzig. Ich kann mich ja echt erinnern, gell? Du hast gearbeitet, du hast einen Kopfstand gemacht, ab und zu ist man dann so vorbei marschiert und hat sich dann... aber ich kann es heute, ich kenne mich wirklich gut und ich weiß ganz genau, wenn ich nicht in dem Setting gewesen wäre, wäre meine Geburt nicht so gewesen. Weil da hätte ich nicht auf mich vertraut oder dann hätte ich vielleicht so Interventionen von außen angenommen oder gemacht, weil ich einfach, das einfach mich nicht so sicher gefühlt. Ich glaube, es geht um Sicherheit. Ich habe gewusst und ich habe immer gewusst, du bist ehrlich zu mir, sagst mir das ganz klar. Und wo du zu mir gesagt hast, hey, du hast die Möglichkeit, aber ich weiß, du schaffst es, dann war es für mich gut. Und da habe ich dann nachher wieder gemerkt, so, jetzt bin ich so in diesem Flow drinnen. Jetzt kann ich mich dem hingeben. Genau. Und dann war es ein Wahnsinnsritt. Es war ein Wahnsinnsritt. Genau, ja. Und wenn du früher erwähnt hast, nach der Geburt hast du dich in Frage gestellt und das richtig gemacht hast. Du konntest das nicht würdigen eigentlich für dich und heute kannst du es. Was kannst du würdigen? Also ich kann würdigen, dass ich mit meinem Körper und meiner Psyche, weil das ist ja irre unter der Geburt, was deine Psyche auch leistet, weil du musst ja einmal loslassen können, also auch psychisch dieses, ich mit meiner Geschichte, mit meinen Selbstzweifeln, die ich da immer wieder gehabt habe, das geschafft habe, auf mich zu vertrauen. Und ich habe den Jonathan auf die Welt gebracht. Ich. Mit meiner Kraft, mit meinem Mann, der bei mir zu Hause da dabei war. Und der ist durch uns, mit dir gemeinsam da auf die Welt gekommen. Also einfach dieses, was ich alles ausgehalten habe auch. Das war wirklich, also diese Schmerzen und dieses doch auch Angst, die immer wieder hochkommt, und mich nicht beirren habe lassen und gewusst habe, hey, und beide das geht durch. Genau, immer beide genau. Und ich schaffe das und ich weiß, dass ich das schaffe. Und das ist wirklich was, wo ich sage, das gibt mir persönlich so eine enorme Stärke für alles und deswegen weiß ich auch, was wir vorher geredet haben, auch beruflich. Das hat mich enorm verändert, wirklich, glaube ich, auch zu einem Besseren einfach. Schon vorher meine Arbeit mit so viel Leidenschaft gemacht, aber allein, was mir das auch Kraft gibt, weil ich einfach weiß, ich habe das geschafft. Ich habe alles in mir, was ich brauche. Die brauchen mich nicht immer klein machen oder was auch immer. Also das habe ich auch ein Stück weit echt gehen lassen können mit dem. Ja. Und findest, vielleicht kannst du mir vorstellen, dass der Michael jetzt noch einmal eine andere, es war ja für ihn doch die 3. Geburt, noch eine andere Sichtweise auf die Frau dadurch entwickeln oder gebären konnte in sich? Ja, also er hat echt gesagt, es war so spannend, auch danach im Wochenbett oder wo wir die ersten Besuche gehabt haben, da hat er ganz viel erzählt. Und einfach, da habe ich echt gemerkt, wow, was das mit ihm gemacht hat. Also er hat einfach gesagt, er war ja so nah dabei. Es war er ja bei den 2 ersten Geburten nicht in der Form. Er war, glaube ich, dann auch manchmal so, dass er sich gedacht hat, okay, die Sala ist einfach da, aber eigentlich tue ich stehe ihr jetzt bei und halte es. Und das hat mit ihm so viel gemacht, dass er das können hat, obwohl er auch Angst gehabt hat um mich. Und er hat für mich auch stark sein müssen in dem Moment, für uns beide, für den Jonathan. Und ich glaube auch, das hat er mir auch gesagt, dass er da auch gesehen hat, was ich schaffe. Also was ich da einfach auch trotzdem leiste. Und er hat auch gesagt, diese Stunden, er hat einfach nicht gedacht, dass das so intensiv ist, wie lang das ist, wie man da dabei bleiben muss, wie man bei sich bleiben muss. Und im Endeffekt, das finde ich großartig, ich weiß nicht, ob er das auch selber schon so sieht, das haben wir noch nicht geredet, dass er das ausgehalten hat, mir so zu sehen. Er hätte zu jeder Zeit auch sagen können, hey, ich schaffe das nicht mehr, bitte gib's dir was oder bitte fahr mal ins Krankenhaus, weil es sind 17 Stunden und sie hat weh und was. Also da denke ich mir heute noch, Wahnsinn. Jemand, den du liebst, der ist da neben dir, hat Schmerzen und er hat es trotzdem geschafft, einfach bei mir zu bleiben, da zu bleiben. Also
spricht was. Er sieht das total positiv. Ich finde es so genial. Also heute noch, wenn wir über das sprechen oder wenn er einfach sagt, wieder, immer wieder. Er sagt immer wieder, wenn alles passt, zu Hause. Mhm. Aber da bleiben wir noch einmal, kommen wir zu dem Punkt, zu diesem, wie großartig es ist, wenn wir im Leben es schaffen, es auszuhalten und zu halten. Ja. In diesem Tanz des Lebens einfach uns selbst, andere halten, aushalten, halten, aushalten. Danke dir. Danke. Ich sage danke. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere unseren YouTube-Kanal und hinterlasse eine Bewertung. So hilfst du uns, die Stimme und die Magie von uns Frauen weiterzutragen.